Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in diesem Video zeige ich dir mal, wie man einen gesmokten Gummibund mit Bindeband nähen kann. Viel Spaß! An Hosen und auch vor allem an Röcken kann man häufig einen Gummibund oben sehen und manchmal sieht der ein bisschen aus wie gesmoked. Das heißt, der zieht sich nochmal in sich so ein bisschen zusammen, sodass der Stoff oben sehr stark gekräuselt ist. Diese Technik ist ziemlich einfach nachzumachen und wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt im Einzelnen Schritt für Schritt und vor allem, wie man dort auch noch ein kleines Bindeband mit durch einen Tunnel ziehen kann. Das ist ein kleiner Eyecatcher und das zeige ich dir jetzt anhand des Schnittmusters Rock Juni, den es bei mir im Premium-Bereich als Schnittmuster des Monats gegeben hat. Viel Spaß! Damit die Bindebänder später aus dem Bund herausschauen können, habe ich mittig 2 Knopflöcher genäht und die vorher mit etwas Flieseline verstärkt. Und genäht habe ich die Knopflöcher mit diesem Spezialnähfuß, der bei meiner Maschine mit dabei ist. Schau doch sonst in die Bedienungsanleitung deiner Maschine einmal, wie dort Knopflöcher am besten genäht werden. Oder du schaust dich auf meinem YouTube-Kanal hier einfach mal um, denn zu diesem Thema habe ich schon ein paar andere Videos veröffentlicht. Dann wird der Bund rechts auf rechts aufeinander gelegt und die kurze Seite geschlossen, sodass ein Ring entsteht. Im Anschluss wird der Ring dann zur Hälfte links auf links zusammengelegt und entsprechend geviertelt, damit er gleichmäßig angenäht werden kann. Der Bund wird jetzt rechts auf rechts an den Rock gesteckt. Auch dort hatte ich mir vorher 4 Markierungen gemacht, die gleich weit voneinander entfernt sind, damit ich den Bund jetzt gleichmäßig anstecken kann. Die Zwischenräume werden jetzt auch nochmal sorgfältig gesteckt, damit es beim Annähen des Bundes etwas einfacher unter der Maschine geht. Den Bund jetzt rundherum nicht komplett festnähen, sondern eine kleine Öffnung lassen, durch die nämlich später dann das Gummi eingezogen werden kann. Und damit ich im Eifer des Gefechtes nicht alles doch komplett zunähe, habe ich jetzt hier an dieser Stelle, wo ich das Loch lassen möchte, mir 2 Klammern gesteckt. Im nächsten Schritt wird jetzt das Gummiband eingezogen. Dafür habe ich mir vorne eine Sicherheitsnadel dran gepackt und ziehe jetzt das Gummi einmal komplett durch den Bund durch. Wenn das Gummi komplett eingezogen ist, wird es am Ende noch zusammengenäht und dann zurück in den Bund reingezogen. Jetzt geht es um das eigentliche Smoken des Gummibundes. Und zwar ziehe ich jetzt den Bund ganz stark auseinander bzw. halte an dem Stoff vor und hinter dem Nähfuß den Bund fest und ziehe das Gummi innen drin so lange, bis sich der Stoff glatt legt. Jetzt gehe ich einmal außen herum, das heißt, ich orientiere mich mit dem Nähfuß rechts an der Kante. Danach nähe ich noch eine zweite Runde und orientiere mich dann links am Bund, sodass in der Mitte dann ein kleiner Tunnel entsteht, wodurch ich dann im Anschluss das Bindeband ziehen kann. Für das Bindeband lege ich jetzt meinen langen Streifen einmal rechts auf rechts aufeinander und nähe ihn Nähfüßchen breit mit einem Gradstich fest. Das stecke ich mir jetzt nicht extra noch mit ein paar Klammern, sondern führe es gleichmäßig unter der Nähmaschine entlang. Zum Wenden des Bindebandes nutze ich gerne so eine Wendenadel. Es gibt aber auch verschiedene andere Techniken, die ich unter anderem auf meinem YouTube-Kanal auch schon einmal gezeigt habe. Falls du also so eine Wendenadel nicht hast, kannst du das Ganze auch mit einer kleinen Sicherheitsnadel stülpen oder mit einem Kochlöffel oder aber auch mit dem Fadentrick. Bei der Wendenadel ist es jetzt so, dass der Stoff einmal komplett über die Nadel drüber gestülpt wird. Das Ende wird dann in diesen Haken einmal eingehakt. Und jetzt kann ich den Stoff über die Wendenadel einmal drüber ziehen und so an das andere Ende meines Bindebandes kommen. Und dann wird der ganze restliche Stoff noch einmal durchgezogen. Und so habe ich jetzt relativ schnell einmal mein Bindeband auf die rechte Seite gewendet. Jetzt muss das Bindeband noch einmal durch den kleinen Tunnel gezogen werden. Dafür habe ich es mir auf der einen Seite mit einer Sicherheitsnadel fixiert und die Sicherheitsnadel, die schiebe ich jetzt Stückchen für Stückchen durch den Tunnel durch, bis ich dann auf der anderen Seite am zweiten Knopfloch wieder rauskomme. Und so sieht mein fertiger, gesmokter Gummibund mit Bindeband dann aus der Nähe aus. Hier kann man schön sehen, in der Mitte verläuft der Tunnel. Insgesamt ist dann der Stoff wirklich schön zusammengekräuselt. Und durch das Bindeband kann ich jetzt nochmal den Rock ein kleines bisschen enger machen und das Ganze dann mit einer Schleife fixieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video alles Gute. Ciao!